Ein 4-jähriger Junge sieht Gott am Fenster. Mit 9 spricht er mit Engeln in den Bäumen. 64 Jahre später, auf seinem Sterbebett, singt er Hymnen, weil er sieht, was ihn erwartet. Dazwischen malt William Blake einen Drachen und er sagt: Ich erfinde nichts, ich male, was vor mir steht. Schau dir dieses Bild an. Ein Drache mit 7 Köpfen, 10 Hörnern, 7 Kronen. Sein Schwanz windet sich um die Sterne. Unter ihm eine Frau, gekleidet in Sonne. Klein, wehrlos. Aber etwas an diesem Bild ist anders als jede andere Drachendarstellung der Kunstgeschichte. Schau auf den Drachen. Du siehst ihn von hinten. Du stehst hinter der Bestie. Du siehst, was die Frau sieht. Du bist Teil der Szene. Kein anderer Maler hat das je gewagt. Drachen werden frontal gemalt. Bedrohlich, ja, aber immer auf Distanz. Blake setzt dich direkt hinter das Monster. Warum? Warum drehte er den Drachen um? London, 1757. William Blake wird in der Broad Street geboren, Sohn eines Strumpfhändlers. Kein reiches Haus, aber ein Junge, der von Anfang an anders ist. Mit 4 sieht er Gott. Gott steht am Fenster und schaut herein. Der Junge schreit. Die Mutter beruhigt ihn. Mit 9 läuft er durch Peckham Rye, ein Vorort von London. In den Bäumen sitzen Engel. Ihre Flügel funkeln zwischen den Blättern. Er rennt nach Hause und erzählt es seinem Vater. Der Vater will ihn verprügeln, weil er lügt. Die Mutter geht dazwischen. Sie glaubt ihm. Die Visionen hören nie auf. Sein ganzes Leben lang. Mit 14 wird Blake bei einem Kupferstecher in die Lehre gegeben. Er lernt, Linien in Kupferplatten zu schneiden. Präzise, methodisch, stundenlang. Es ist die Disziplin, die ihn vor dem Wahnsinn bewahrt oder ihn in den Wahnsinn treibt, je nachdem, wen man fragt. Mit 24 heiratet er Catherine Boucher, eine Analphabetin. Sie kann ihren eigenen Namen nicht schreiben. Blake bringt es ihr bei. Er bringt ihr alles bei. Lesen, schreiben, drucken, Kupfer ätzen. Catherine wird seine Partnerin. In allem, auch in den Visionen. Sie sieht, was er sieht. Sie glaubt, was er glaubt. Sie ist die Einzige, die ihn nie für verrückt hält. 1787 stirbt Blakes geliebter Bruder Robert. 24 Jahre alt. Tuberkulose. Blake sitzt 2 Wochen lang an seinem Bett, schlaflos. Im Moment des Todes sieht Blake etwas. Roberts Geist verlässt den Körper, steigt durch die Decke, klatscht in die Hände vor Freude. Blake beschreibt die Szene später so präzise, als hätte er sie fotografiert. Und er schwört, Robert hat ihn nie verlassen. Robert spricht zu ihm. Robert hat ihm gesagt, wie er seine Bücher drucken soll, mit einer neuen Technik, die niemand kannte. Blake spricht nicht nur mit seinem toten Bruder, er spricht mit Moses, mit dem Propheten Jesaja, mit Michelangelo. Er behauptet, sie kämen in sein Atelier, sie säßen ihm Modell. Er malt ihre Gesichter aus dem Gedächtnis, von Männern, die seit Jahrhunderten tot sind. Seine Zeitgenossen halten ihn für wahnsinnig. Aber Blake unterscheidet 2 Dinge, sehr klar, sehr deutlich. Imagination, sagt er, ist die kreative Kraft des Geistes. Etwas, das man sich vorstellt. Vision ist etwas anderes. Vision ist objektive Realität. Etwas, das wirklich da ist. Etwas, das man sehen kann, wenn man weiß, wie man hinschaut. Blake malt keine Imagination. Blake malt Vision. Und dann, zwischen 1805 und 1810, bekommt er den Auftrag seines Lebens. Sein Mäzen, Thomas Barts, bestellt über 100 Bibelillustrationen, bezahlt in kleinen Raten. Es ist das Geld, das Blake am Leben hält.
4 dieser Bilder werden anders sein als alles, was Blake je gemalt hat. Schau jetzt zurück auf das Gemälde. Brooklyn Museum, New York. Aquarell auf Papier. Etwa 40 mal 30 Zentimeter. Klein, aber nicht harmlos. Schau auf den Körper des Drachen. Jeder Muskel sitzt richtig. Jede Sehne setzt an der korrekten Stelle an. Die Schulterblätter, wo die Flügel ansetzen. Anatomisch korrekt für ein Wesen, das fliegen müsste. Die Wirbelsäule folgt der Logik eines lebendigen Rückens. Blake hatte keine anatomischen Lehrbücher. Er hatte keine Leichen seziert. Er war Kupferstecher, kein Arzt. Aber er malt diesen Drachen, als hätte er ihn vor sich. Schau auf die Köpfe. 7 Stück. Jeder leicht anders gedreht. Jeder mit einer eigenen Krone. Sie ragen in einen sturmverhangenen Himmel. Über ihnen Dunkelheit. Wolken, die sich zusammenziehen. Wie ein lebendiger Sturm. Schau jetzt auf den Schwanz. Er windet sich nach oben. Er schlingt sich um die Sterne. Die Bibel sagt, sein Schwanz fegte den 3. Teil der Sterne vom Himmel. Blake malt diesen Moment, den Augenblick, in dem die Sterne fallen. Und jetzt schau nach unten, ganz nach unten, an den Bildrand. Dort liegt sie, die Frau, gekleidet in Sonne. Sie ist winzig, vielleicht 1/10 der Bildfläche. Schwanger, unbewaffnet, unter den Pranken des Monsters. Die Bibel beschreibt sie als Symbol für die Mutter Christi, die Frau, die das Kind gebiert, das die Welt retten soll. Der Drache wartet. Sobald das Kind geboren ist, will er es verschlingen. Aber Blake malt nicht den Moment der Rettung. Er malt den Moment davor, den Moment, in dem alles verloren scheint. Blake hatte diesen Drachen nicht erfunden. 14 Jahre vor diesem Bild hatte er als Kupferstecher eine Buchillustration nach einer Vorlage von Henry Fuseli gestochen. Eine ähnliche Komposition. Aber Blakes Drache ist anders. Mächtiger, lebendiger, beunruhigender. Es gibt 3 weitere Versionen dieser Szene. Blake malte sie alle in derselben Periode. 2 hängen heute in der National Gallery in Washington. Eine im Rosenbach Museum in Philadelphia. Aber nur die Brooklyn-Version zeigt den Drachen von hinten. Nur in dieser Version stehst du als Betrachter direkt hinter dem Monster. So nah, dass du seine Schulterblätter sehen kannst. So nah, dass du ihn berühren könntest, wenn du die Hand ausstrecken würdest. Was hat Blake gesehen, als er das malte? Catherine Blake war die Einzige, die wirklich verstand, was in der Werkstatt geschah. Freunde berichteten von etwas Verstörendem. Sie sahen Blake stundenlang am Tisch sitzen, Pinsel in der Hand, sprechend. Aber er war allein im Raum. Er führte Gespräche, stellte Fragen, wartete auf Antworten, lachte manchmal. Manchmal nickte er ernst, als hätte sein Gegenüber etwas Wichtiges gesagt. Catherine ging ungestört durch den Raum. Sie wusste, was er tat. Er saß seinen Visionen Modell. Und manchmal, das ist das wirklich Verstörende, manchmal sah Catherine sie auch. Sie ist die einzige andere Zeugin. Wenn jemand fragte, ob die Erscheinungen real seien, antwortete sie immer dasselbe. Mein Mann sagt es. Das genügt mir. 1827. Blake ist 69. Er liegt im Bett seiner kleinen Wohnung an der Themse. Krank. Schwach. Er arbeitet bis zur letzten Stunde an seinen Illustrationen zu Dantes göttlicher Komödie. Aquarelle. Auf dem Schoß. Im Bett. Sein junger Freund Frederick Tatham kommt ihn besuchen. 18 Jahre alt. Er sieht einen sterbenden Mann mit grauer Haut. Aber dann passiert etwas, das Tatham sein ganzes Leben lang nicht vergessen wird. Blake legt die Dante-Zeichnungen weg. Er schaut Catherine an. Und er sagt: Bleib so, Kate. Bleib genau so, wie du bist. Ich werde dein Porträt zeichnen. Du warst immer ein Engel für mich. 1 Stunde lang zeichnet er sie. Die letzte Zeichnung seines Lebens. Dieses Porträt existiert noch heute. Tate Britain in London. Dann legt er den Stift weg
Und er beginnt zu singen. Hymnen, Psalmen, Lieder, die er als Kind gelernt hatte. Aber Catherine sagt später, sie habe seine Stimme nie so gehört. Nicht die Stimme eines sterbenden Mannes. Die Stimme von jemandem, der etwas sieht, das alle anderen nicht sehen können. Er singt mit ekstatischer Kraft, stundenlang, bis seine Stimme bricht. Dann nimmt er einen tiefen Atemzug. Er schaut zur Decke. Seine Augen weiten sich. Sein Mund öffnet sich zu einem leisen Seufzer der Freude. Er stirbt mit den Worten: Ich sehe wunderbare Dinge. Heute hängt der Drache im Brooklyn Museum. Hinter Glas, lichtgeschützt. Aquarelle dürfen kein Tageslicht sehen, sonst verblassen sie. Im Jahr 1981 schreibt ein amerikanischer Autor namens Thomas Harris einen Roman über einen Serienmörder. Der Mörder sieht Blakes Gemälde in einem Buch. Er glaubt, sich in den Drachen zu verwandeln. Er lässt sich den Drachen auf den Rücken tätowieren. Er heißt Red Dragon. Hannibal Lecter erscheint zum ersten Mal in diesem Buch. Millionen Menschen sahen den Film. Wenige wussten, der Drache existiert wirklich. Und der Mann, der ihn malte, schwor bis zum letzten Atemzug, dass er ihn gesehen hat. Was hat Blake gesehen? Niemand wird es wissen. Aber eine Frau wusste es. Catherine Blake. Sie überlebte ihren Mann um 4 Jahre. Als sie starb, sagten Freunde, sie habe in den letzten Tagen mit ihrem Mann gesprochen. Er saß auf einem Stuhl neben ihrem Bett. Sie konnte ihn sehen.